herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Europapark, also noch nicht, noch sind wir davor. Es gibt die umstrittenen Ed und Edda vorm Park. Habe ich nicht als so schlimm empfunden, wie das in den Kommentaren abgegangen ist. Ja, 50 Jahre Europa gemeinsam erleben und wir steppen heute ein bisschen mit euch durch den Europapark. Kein großes Ziel, kein großer Plan, aber wir haben gedacht, wir nehmen euch heute mal mit durch den Europapark. Und was kann man machen, wenn man nicht Achterbahn fahren möchte, kann oder will oder was auch immer? Weil das ja auch oft ein Thema ist, wenn Leute sagen, ja, Achterbahn nicht, aber das andere Zeug finde ich gut. Und da gibt es hier auch einiges und deswegen zeigen wir euch das heute hier in diesem Video. Wir sind drin. Wenn ihr reinkommt, durch den Haupteingang, hier runter geht es zum Planetarium. Ein sogenanntes Flying Theater von der Firma Brogent aus Taiwan. Und ihr fliegt über die Welt und natürlich über Europa und endet im Europapark. Attraktionsart, die mir jetzt nicht so gut gefällt, kann man aber machen, ist super gut umgesetzt. Film hat man auch alles schon mal gesehen, Sehenswürdigkeiten der Welt. Mein Gott, wer mag? Kommt bei vielen Leuten sehr gut an. Ja, aber ist nicht mein Ding. Also egal wo, weltweit finde ich die alle total langweilig, die Dinger. Ich würde jetzt schon gerne rein, weil wo gerade die Extended-Version läuft und am Ende Werbung kommt für den neuen Film vom Europapark bzw. Mark Magic zusammen mit Warner, die ja Grand Prix to Europe, of Europe, ich verwechsel es immer, im Sommer in die Kinos bringen. Aber da kommen wir gleich quasi auch noch zu der Thematik, denn da gibt es einen neuen Ride, den man fahren kann, wenn man keine Achterbahn fahren will. Und ich garantiere jetzt nicht für die Vollständigkeit dieses Videos, dass wir alles beachten, beziehungsweise vielleicht sehen wir was nicht, was als das an, worum es gehen soll, oder ist es andersrum? Weil ich werde jetzt auch nicht das Kino erwähnen oder jede Show. Das sind natürlich auch Sachen, die man machen kann, wenn man keine Achterbahn fahren will. Wisst ihr, wie ich meine? Also ergänzend gehört die Kommentarsektion natürlich euch. So Leute, wir counten jetzt erstmal das Europapark Transportation System durch. Und das ist eine Sache, um sich den Park anzugucken, aber ihr habt auch eine coole Fahrattraktion. Wir sitzen jetzt in der Panorama-Eisenbahn, also fahren mit dem Zug durch den Park. Ihr könnt aber auch eine Etage weiter nach oben. Es gibt den EP-Express und es gibt auch noch eine Monorail. Oder ihr macht das Ganze zentral von noch viel weiter oben und fahrt dann mit dem Aussichtsturm und habt dann eine super Übersicht über den ganzen Park. Und wie man neben mir hier sieht, gibt es dann auch noch eine klassische Oldtimer-Fahrt, mehrere Bötchenfahrten oder Monorails. Wir gucken mal, dass wir noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber es gibt einige Rundfahrten, Rundfahrgeschäfte, die ihr auch besuchen könnt. So Leute, wir sind jetzt mit der Eisenbahn durch. Wir sind einmal um den ganzen Park gefahren. Richtig geil, das macht einfach Bock. Und du kannst einfach dieses Parktreiben beobachten, fährst dran vorbei. Wir lieben das und Europapark Transportation System lohnt sich auf jeden Fall, das mitzumachen. Bevor wir euch ein paar Themenfahrten und andere kleinere Sachen zeigen, geht es für uns jetzt nochmal ins Geisterschloss. Das haben wir euch bei der Eröffnung gezeigt und das wollen wir uns natürlich jetzt safe auch nochmal gemeinsam mit euch angucken.
für eingefleischte Europapark-Fans gibt es das ein oder andere Easter Egg hier auf jeden Fall zu entdecken. Heute ist eine übernatürliche Macht. Einmalig in diesem Jahrhundert. Sie werden ganz gleichgedrückt. Einmal heraufbeschworen, gibt es kein Zurück. Nach der Dunkelheit der Geisterbahn haben wir natürlich auch noch ein paar Sachen, die wir im kleinen Durchlauf euch mitteilen wollen. Wie zum Beispiel Volo da Vinci, das ist da oben eine kleine entspannte Bahn, die ihr fahren könnt. Oder auch Piccolo Mondo ist, glaube ich, dann so die Fahrt für die kleinen Romantiker unter euch. Da seid ihr mal wieder drin, wettergeschützt und habt eine schöne Themenfahrt. Dann gibt es noch die Elfenfahrt oder die Oldtimerfahrt, darf natürlich auch nicht fehlen. Dann gibt es natürlich noch die Marionettenbootsfahrt, müsst ihr auf jeden Fall auschecken, so wie auch Jim Knopf und die Reise durchs Lummerland. Am Fuße des eben schon erwähnten Aussichtsturms sind wir angekommen und hinter uns ist die große silberne Rocherkugel. Da drin ist nicht nur eine Achterbahn, über die wir heute alle nicht sprechen, sondern wir wollten euch ein paar andere Sachen zeigen, sondern auch Madame Freudenreich. Und Madame Freudenreich organisiert einen Geburtstag für Dinosaurier, selbstverständlich, das weiß man ja. Es gibt aber auch dazu begleitende Literatur und ich glaube demnächst, oder es ist schon so, es kommt auch darauf an, wann das Video kommt, eine eigene Serie auf dem Kika von Madame Freudenreich. Da gehen wir jetzt mal rein und gucken mal, was Madame Freudenreich denn da Schönes fabriziert hat für die Dinosaurier. By the way, ist der Hinweis auf den Kika hier schon was länger versteckt in der Queue-Line, also im Wartebereich von Madame Freudenreich. Wenn euch das alles ein bisschen zu langweilig ist, wenn ihr nur irgendwo sitzt und ihr wollt ein bisschen was machen dabei, eure Hände bewegen. Abenteuer Atlantis ist ein interaktiver Dark Ride und ja, ihr habt ein Abenteuer in Atlantis oder nach Atlantis. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreiben, erklären soll.
dabei Kniften in der Hand, könnt Punkte sammeln und euch dementsprechend dann auch gegenseitig in der Gruppe duellieren. So, es gibt auch noch die russische Schlittenfahrt Schneeflöckchen und das ist keine Schlittenfahrt jetzt irgendwie im Schnee oder so, es wird nicht kalt, aber eine schöne entspannte Fahrt in einem kleinen Schlitten, ihr seid zu viert unterwegs und seid auch ein bisschen märchenhaft unterwegs, kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken, wenn man das Ganze noch nicht kennt. Ist ein kleiner süßer Ride und wir gehen ein paar Meter weiter zur Neuheit 2025 und zwar Adventure und ich habe ja gesagt, dann dieses Jahr baut hier alles, so wie die Ice Show zum Beispiel auch, auf den neuen im Sommer erscheinenden Film auf und man hat diese blaue Pyramide, wo ich schon wieder vergessen habe, wie das Ding richtig hieß. Weiß ich jetzt auch nicht. Was der Europapark? Drom? Nee, Drom macht keinen Sinn. Ja, keine Ahnung. Wo das Food Loop, nicht Hippodrom. Ja, egal. Das blaue dreieckige Ding, was nicht die Zauberermütze von Mickey Mouse ist und wo oben das Food Loop Restaurant drin ist. Da war ja unten schon immer so ein bisschen was im Kreisverleierei drin. Und da hat Mack Rides, der Attraktionshersteller, der quasi zum Europapark gehört, der ja auch mal diesen Park gegründet hat als Ausstellungsfläche, die haben da ein neues Fahrgeschäft reingebaut, ein neues Fahrsystem und daraus ist dann jetzt Adventure entstanden. Das haben wir bei der 50 Jahre Europapark Pressekonferenz im März, ja, es war noch März, schon gesehen, da war es noch nicht fertig. Jetzt gehen wir uns das Ganze mal im fertigen Zustand angucken, um euch da in einem separaten Video komplett abzuholen und vielleicht gleich hier noch ein bisschen was dazu zu sagen. Der Brunnen zum Beispiel ist, glaube ich, auch neu, den kenne ich auch noch nicht. Na toll, ich bin fett. Deine Gang kommt bei mir raus, das heißt Die Gewinner des Die Tribüne hier, ne, ist echt hässlich, aber echt cool, weil hier kannst du schön sitzen und Leute beobachten. Wenn ihr dann wieder ein bisschen interaktiver werden wollt, was fahren wollt, was entspannt ist, keine Achterbahn ist, gibt es hier zum Beispiel noch das Autodrom hinter mir. Also selber hier Verbrennerauto fahren im Europapark. Kannst schön mit dem Elektroauto hinkommen, das hier laden, dann fährst du hier im Parkverbrenner. Der holländische Themenbereich ist der richtige Moment, um euch vielleicht auch eine Sache noch mit auf den Weg zu geben. Nicht, dass das irgendjemand falsch verstanden hat. Sachen wie der fliegende Holländer, Autoscooter, das Teekassenkarussell oder auch ganz viele andere Sachen wie fliegender Bus oder eine Schiffsschaukel. Das könnt ihr alles auch machen, aber es geht uns hier so ein bisschen darum, die nicht aufregenden Sachen zu zeigen. Und dazu gehören dann halt auch so Sachen wie Berg- und Talbahn, die wir jetzt auslassen, wenn wir das hier vorstellen. Was wir nicht auslassen und was ihr auch nicht auslassen solltet, weil es wirklich ein großes Ding ist, sind die Piraten in Batavia. Und das ist ein Boot Dark Ride und es ist schon ziemlich groß, mächtig und pompös. Und da steppen wir jetzt mit euch einmal zusammen rein und gucken uns das Ganze gemeinsam an. Boote bringen uns direkt zum magischen Feuertiger.
solange wir dieser Karte hier folgen. Dann, ein Bartholomäus von Robbelmond lässt sich nicht zum Narren halten. Dem ein magischer Dolch einen Krieger erwartet, der sich seiner als würdig erweist. Snorri-Touren ist noch ein Dark Ride. Wenn ihr, ja, wie die Piraten, eine Bootsfahrt machen wollt, aber Angst vor Wasser habt, dann geht ihr da rein. Und dann seid ihr halt unterm Wasser unterwegs, aber auch überm Wasser. Und ja, Snorri ist das ultra süße Maskottchen, was auch so ein bisschen zum Europapark bzw. zu Rolantica gehört, dem Wasserpark vom Europapark. Und es gibt selbstredend auch richtige Wildwasserbahnen hier im Park. Und einmal das klassische Rafting, richtig cool. Vor allem, du sitzt ja man besucht ja meistens Freizeitpark mit mehreren Leuten, mit denen man zusammen unterwegs ist. Und dann sitzen alle sich gegenüber beim Fjordrafting und dann ist die Schadenfreude groß, wenn die Welle den einen trifft und noch größer, wenn man dann selber getroffen wird. Baumstammboote gibt es natürlich auch, der klassische Lokflume und auch 2 Wasserachterbahnen. Und das ist so ein Hybrid zwischen ja, entspannte Fahrt und aufregende Fahrt. Also diese Wildwasserbahnen, das ist immer so ein schmaler Grat, aber ich möchte sie auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Einmal stützt sie sich ab, ey, schon ist der Tisch durch. Ob man jetzt Whale Adventure, so ein ja, interaktives Splash Battle, also eine Wasserschlacht mit in Booten, dazu zählen soll zu dem, was wir hier die ganze Zeit vorstellen, weiß ich nicht. Genauso wie bei Flug der Cassandra.
ist auch so ein Übergangsding. Entscheidet ihr. Ihr kennt die Kommentarsektion. Den Wasserspielplatz von Hans Grohe kenne ich hier noch gar nicht. Den haben wir noch gar nicht live gesehen. Sieht aber auch sehr steril und karg aus, meiner Meinung nach. Ist aber wichtig, das vielleicht jetzt mal zu erwähnen, weil wir in den letzten Tagen ganz viele von diesen Wasserspielplätzen gesehen oder auch gezeigt haben in Videos, die unfassbar gut waren, wo ich sofort drin verliebt war. Und das ist so das Anti-Beispiel. Das ist irgendwie schade. Das sieht ziemlich... Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ne? Zum Beispiel diese riesigen Wasserhähne sind super cool. Dass die ganzen Verbindungen dann aber einfach noch platt da drauf sind und nicht auch haptisch nochmal Rohre, finde ich total schade. Auch, dass es wieder verbunden ist mit QR-Codes, die da direkt zum Shop verlinken, zu den Wasserhähnen. Also nicht zu den Wasserhähnen, die hier stehen, sondern die für zu Hause. Was ich aber auch wieder geil finde, ist eins von den Whale Adventure Booten, was hier steht. Und das wäre jetzt gerade der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Die funktionieren auch und spritzen mit Wasser. Und das ist wieder ein richtig cooles Feature. Und wir haben ja auch, das war letztes Jahr, glaube ich. Das war letztes Jahr, als dann in Österreich der Alpen-Express mit der Tiroler Wildwasserbahn und dem Adventure-Trailer oben drüber aufgemacht hat. Da habe ich ja für viele Fanboys so positiv darüber gesprochen, aber das finde ich zum Beispiel total geil. Und da ist ein sehr, sehr, sehr gelungener Spielplatz, so wie er aussehen soll und nicht so. Auch das mit den Felsen ist ja auch alles fein, ne? Aber irgendwie wirkt das wieder so unfertig. Aber es steht halt nirgendwo groß dran. Wenn einer sagt, ey, die Klempner sind noch dran, um das für euch hier fertig zu machen, dann wäre das was anderes. Aber so weiß ich es ja nicht. Also jetzt, wo ich mich noch mehr umgucke, denke ich, das ist nicht fertig. Bei Adventure, da wissen wir auch nur, weil wir auf der Homepage waren. Da steht es ja auch nicht dran, Soft Opening. Nee, stimmt. Das hast du nur auf der Homepage gelesen. Ja. Ja, so ist es schwierig. Aber das ist geil. Die schwitzt die Frau. Ich schwitze nicht. Das war der Putschi, der nicht nass wird. Noch gar nicht. Wo Wie das hier denn? Überall mit den Kanonen von Whale-Watching-Tours. Whale Adventure Train, das kann ja gar Ja, nicht aber sein. das ist hier nicht. Ja, bla bla. Geh doch mal. Josephinas kaiserliches Zauberreich ist eine weitere Attraktion, die in dieses Video perfekt reinpasst. Ihr seid draußen, ihr seid ein bisschen drin, also es ist ein Semi-Dark Ride und habt eine Bootsfahrt hier über den zentralen See im Europapark und könnt in die Welt von Sissi abtauchen. Sissi, Franz. Ich glaube, damit kriege ich auch die letzten von euch, die hinterm Ofen hervorgelockt, dass ihr euch das Ganze auch mal anguckt, oder? Boah, voll das schöne Schild. Aber man hat Angst, dass die Buchstaben geklaut werden, glaube ich. Das sind nämlich alle festgeschrieben. Oder das ist mal nach Zahlen gewesen. Und passt. Kein Blut ist im Schuh. Ja, kein Blut im Schuh. Ja. Das Bein ist Der passt super. Also Basis, Grundlage für ganz, ganz viele Freizeitparks, vor allem in Deutschland waren mal Märchenparks, Märchenwälder. Gibt es hier im Europapark auch, ist nicht die Grundlage oder die Basis, aber ein riesiger Märchenwald, den ihr bestaunen könnt und das ein oder andere entdecken, was interaktiv ist. Die Frau Liebste holen. Aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr. Die Katze hat ihn geholt und wird auch dir noch die Augen auskratzen. Ah, jetzt schauen wir mal.
Qu'est-ce donc exactement? Vous savez, pour obtenir le soutien de l'Adventure Club of Europe, je dois rédiger un rapport détaillé. Vous, moi, Eric ici, ces personnes sommes en fait composées d'énergie cosmique. Et une méthode brillante qui permet d'intégrer une personne d'un point A à un point B sous forme d'éclairs électriques. Et vous avez déjà réussi? Ce n'est totalement notre manière de nous déplacer. La distance ne jouera plus aucun rôle. La machine vient annoncer une nouvelle ère. Ultron. Oh, Sie haben etwas für Musik übrig? Sehr viel sogar. Vor allem für die Oper. Ich auch. Vielleicht gehen wir ja mal gemeinsam in die Oper. Eric? Was that you again? No, it was probably a shot in one of the chords. You can't go on like this. It's too dangerous here. This is a dormitory, not a laboratory. I agree. What we need is a real lab. Yes. Anymore. They have no imagination. No, they have expelled us from the university today. To be sure, I have a lot of documentation. All my calculations. Ihr könnt hier ganz viele kleine Sachen entdecken, wie zum Beispiel auch eine Animatronic-Show oder vielleicht größere Sachen entdecken. Ihr könnt verschiedenste Fahrgeschäfte fahren, die entspannt sind. Darum sollte es ja in diesem Video gehen. Aber ohne Ende gibt es natürlich auch aufregende Sachen wie in Summe 14 Achterbahnen, wenn man 2 Wasserachterbahnen mit dazu zählt. Unter anderem hier im neuen Kroatien-Themenbereich, wo auch die Nikola Tesla Animatronic Show neu ist, gibt es seit letztem Jahr die Achterbahn Voltron Rivera powered by Rimac. Ein Multi-Launch-Coaster der Firma Mack Rides. Sehr, sehr, sehr große, aufregende Achterbahn. Also wenn ihr das Video geguckt habt, weil ihr wissen wollt, ob ihr ein bisschen was machen könnt, lasst das lieber sein, weil das ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Achterbahn, die richtig was abverlangt. Ansonsten hoffen wir, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, wir euch vielleicht geholfen haben, euch Bock zu machen, hier nach Rouge zu kommen und im Europapark doch mal einen Besuch abzustatten. Und Kulinarik, Gastronomie, Entertainment und die ganzen Themenhotels haben wir gar nicht erst angesprochen. Das ist ja noch viel, viel mehr, was ihr hier im Europapark Resort alles erleben und machen könnt. Was ist eure Lieblingsattraktion? Lasst es uns gerne wissen. Wir sehen uns um 18 Uhr morgen wieder zum neuen Video hier auf dem Ride YouTube-Kanal. Dafür liebe ich den Europapark, dass sie das hier noch machen. Aber ich nehme das persönlich. Ich habe einen Sticker. Die haben 2. Nee. Tja.